Ich bin Sophie Hellinger und möchte heute etwas sagen zu dem Thema Erwartungen. Wir kennen das alle nur zu gut, dass wir Erwartungen haben an unseren Partner, an unsere Partnerin, an unsere Kinder, an unseren Arbeitgeber, an unseren Freund, an unsere Eltern und wurden enttäuscht. Die Frage ist, wie oft warst du schon von einem Geschehen oder von einem Vorfall enttäuscht? Das schöne Wort enttäuscht erklärt sich schon von selbst und den dahinterliegenden Grund. Es kann nämlich nur jemand enttäuscht werden, der zuvor bestimmte Erwartungen oder Hoffnungen in eine bestimmte Situation oder eine oder mehrere Personen gesetzt hat. Das heißt, du hast dir bereits ein ganz bestimmtes Ergebnis ausgemalt und vorgestellt, ohne dass du die anderen beteiligten Personen berücksichtigt hast. Und das bedeutet nichts anderes, dass die anderen nur so, nämlich deinem Wunsch gemäß, reagieren können, dürfen und nicht anders. Das ist allerdings einer der größten Irrtümer im Leben eines Menschen. Und der Mensch unterliegt diesem Irrtum immer wieder aufs Neue. Hoffnungen sind erlaubt. Doch Erwartungen sind zu viel. Weil es keine zwei gleichen Menschen auf der Welt gibt, kann es deshalb auch keine zwei gleichen Ideen und zwei identische Bilder geben. Doch wenn jemand sein Gegenüber in die eigenen Ideen mit einbezieht, wirst du sehr bald merken, welche Bereicherung so ein Austausch zur Folge hat. Sehr oft höre ich Beschwerden, wie sich ein Partner oder eine Partnerin schäbig dir gegenüber verhalten hat und wie unglücklich du deshalb seist. Und dazu habe ich einen Schlüsselsatz. Pass auf! Kein Mensch kann dich unglücklich machen, außer du lässt es selbst zu, du lässt es geschehen. Und somit sind wir wieder bei den Erwartungen. Und ich habe noch einen weiteren Schlüsselsatz. Gib Acht. Wer Erwartungen von anderen hat, ist immer noch ein Kind. Er ist ein Kind geblieben. Denn Kinder warten, weil sie warten müssen. Und daraus entstehen natürlich Erwartungen. Und alle Erwartungen sind immer losgelöst von der Realität und von der Bodenständigkeit. Wer wieder den Boden unter den Füßen gewinnen will, hat nur Erwartungen an sich selbst und nicht an andere. Jede Erwartung schwächt und jede Erwartung lässt kein weiteres Handeln zu, weil du es vom anderen erhoffst und sogar forderst. Und dann bleibst du ein Kind, ganz gleichgültig, wie alt du bist. Ohne jegliche Erwartung bist du frei. Das ist eine ganz persönliche Freiheit. Verlange von dir etwas und lass den anderen in Ruhe. Und wenn dir der andere etwas schenkt, ohne jegliche Erwartung, dann freu dich und bedank dich bei ihm. Mach was Gutes draus. Und wie? Ohne Erwartung. Du selbst bist der Meister deines Lebens.